Gehen. Ja. Geht. Oh, die helle Funzel. Oh. Ich mach mal die helle Funzel an. Sind wir schon live? Wir sind schon live, ja. Ach so. Wir sind schon live, ja. Warum kommen denn die Probleme immer kurz vor Start? Das kann ich dir nicht sagen. Komm an meine Seite, mein Schatz. Ja, ich habe hier noch eine warte kleine... mal, hier ist noch der Hebel von der Kamera. Ich habe hier noch... So. Muss mal Da, kurz hier da sind schreiben. So, jetzt geht's. Moin ihr Lieben, herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Haben wir nicht eine schöne Kulisse, haben wir nicht einen tollen Hintergrund heute? Oder? Die MS Bleichen. Wir sind... Da möchte ich auch gerne mal mitfahren, ne? Ja, wir sind am Hansa-Höft, also hier beim Hafenmuseum. Und ja, Tanja hat sich aber gewünscht, dass wir mal wieder einen Autotransporter machen. Unterwegs ist die Grande Amburgo. Die ist schon... Gleich da. Ja, also lange hat sie nicht mehr. Die müsste schon so langsam bei Deck 7 ungefähr sein. Kommt gleich hier hin und sie wird relativ weit hier hinten reingezogen, also kommt hier auf den zweiten Liegeplatz. Deshalb haben wir uns mal etwas weiter hinten hingestellt, damit wir halt mal so von hinten so ein bisschen auch auf die Rampe gucken können. Ja, das ist immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, wo die ganz genau liegen, gerade bei Dunkelheit. Aber ja, ich hoffe, dass wir euch auf jeden Fall ein paar tolle Bilder liefern können. Aber abends ist es hier eigentlich ja immer so ein Garant für tolle... Ja, weil du halt die Elbphilharmonie hast. Ja. Ne? Also ihr seht das ja gleich oder einige von euch kennen das ja. Das Schiff kommt halt hier direkt vor der Elbphilharmonie rein, wird da hinten gedreht und dann rückwärts hier reingezogen und das ist einfach immer toll. Und ich finde also mit der Bleichen hier im Hintergrund hatten wir noch nicht, oder? Nee, hatten wir noch nicht. Das ist quasi neu. Aber das helle Licht, das Oh, ist... das ist so nervig. Man sieht auch aus wie so ein Honk in diesem Licht. Ja, ne? Das ist so schlimm. Soll ich mal ausmachen? Ja, bitte. Sonst bist du so ein Technik-Nerd und hast allen möglichen Krimskrams in 7-facher Ausführung. Aber so ein olles Licht, das kannst du nicht mal besorgen. Ja, also alle, die fotografieren und da ein bisschen Ahnung von haben, die wissen natürlich, dass beim Soll Licht, das heißen, ich habe keine Ahnung oder was? ja, beim Licht geht es halt um die Größe der Lichtquelle. Und ein kleines Licht ist halt immer ein bisschen funzelig. Und Aber das hätte ich dir jetzt auch sagen können, obwohl ich nicht vom Fach bin. ja. Aber ein großes Licht mitzuschleppen, das ist natürlich ein bisschen schwierig, ein bisschen problematisch. So, und hier seht ihr auf jeden Fall dieses tolle Panorama vor der Elbphilharmonie. Die Grande Amburgo, die kommt nachher von links. Wir waren schon öfter hier, standen da allerdings weiter vorne. Und ja, hier, das Gute ist, hier auf der zweiten Kamera seht ihr, wir stehen hier auch an einem kleinen Stück, wo so ein bisschen Geländer ist. Also wir haben da rechts ein Geländer, können nicht so einfach ins Wasser fallen. Aber da ist ein Rettungsring, den schmeiße ich dir dann rein. Ja. So. Ja, bis eben hatte ich natürlich auch noch ein schönes technisches Problem, wie sich das so gehört alles. Aber ich glaube, das habe ich auch behoben. Hoffe ich zumindest. Aber Hoffe ich. Weißt du, was ich ja hier auf dieser Seite immer so finde? Hier ist so eine unwirkliche Kulisse. Ich finde, das ist so ein ganz anderer Hafenflair wie jetzt auf der anderen Seite. Also egal, ob du jetzt in Waltershof bist oder bei uns von Deck 7. Ich finde, hier sieht das irgendwie komplett anders aus. Und ich finde, das hat hier so mal ein bisschen was von einer amerikanischen Großstadt. Ich finde so Chicago oder New York oder so, irgendwie, wenn man hier hinten steht. Also Ja, vielleicht weil man die Elbphilharmonie hat und die Krane so im Vordergrund. Das kann natürlich sein, dass das so ein bisschen so diese Anmutung gibt. Ich finde ja, dass das hier noch so ein bisschen was so von altem Hafen hat, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass wir hier auf der Seite vom Hafenmuseum stehen und hier halt noch sehr viele alte Anlagen sind. Guck mal, da blinkt auch schon was. Ich würde sagen, das könnten die Festmacher sein, die da auch schon ja, das drauf sieht aber warten. ganz genauso aus, als wenn das Auto der Festmacher ist. Und ja, dann haben wir von hier aus auf jeden Fall mal einen schönen Blick von hinten auf die Rampe. Mal gucken, ob sie die auch relativ zügig öffnen. Guck mal, das erste Auto kommt doch schon. Du musst aufpassen, wenn du dein Auto da abstellst, dass es nicht irgendwann weg ist, wenn du wiederkommst. Das ist mit Aufladen? Ja. Aber ich finde hier abends echt hier in dem Hafenmuseum, ne? Das ist so, wie hieß der Film Teil 2? Nachts im Tanja Museum. und Paddy nachts im Museum. Ja.
es ist hier kein Mensch, es ist alles beleuchtet. Hier stehen diese wahnsinnig schönen Schiffe. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn du keine Menschen magst und Schiffe, bist du hier genau richtig, oder? Ja. Hier ist niemand. Also Weit weg von Menschen, dann bist du hier richtig. Das ist so herrlich. Ja. Also nicht, Ja. es ist so ruhig hier. Und im Sommer sieht es hier auch ein bisschen anders aus. Ne? Also, Aber es ist einfach ein super schöner Spot hier. Schade, dass hier nicht mehr Verkehr immer ist. Dann wären wir hier garantiert öfter. hier fahren so ein paar kleine Ausflugsschiffe. Ne? Viel mehr. Ja, ich weiß nicht, fährt hier noch mehr sonst? Die Circle Line, Maritime Ja. Circle Line war eben noch unterwegs. Genau. Aber ansonsten, Ja, ab und zu natürlich was was hinten zum Lübecker Ufer möchte. Ab und zu sieht man da schon mal ein bisschen was durchfahren, aber so wahnsinnig viel Verkehr ist hier nicht. Stevie 1302, ganz lieben Dank an dich für 8 Monate auf Twitch. Herzlichen Dank. Und rate, wer auch da ist, unser Seehund. ach was. Ach was. Ich dachte, der taucht hier gleich mal auf, wo Mike wir und jetzt Hansi. schon am Ufer stehen. Mike und Hansi, ganz lieben Dank für 2,49 Superchat. Und der Michael Keller lässt auch 2,49 Superchat da. Ganz herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Und Feuerwelten Feuerwerk feiert einjähriges Jubiläum. Herzlichen Dank dafür. Guck mal, da kommt auch was angefahren. Wir hatten doch gestern oder vorgestern das Thema mit Positionslichtern, was wir auch im Quiz hatten. Hier sieht man jetzt mal sehr schön das grüne und rote Licht. Sebastian Kolze meint Zollboot Övelgönne. Ja, so dunkel wie die sind, kann das eigentlich der Zoll sein. Das passt eigentlich zu denen. Das passt ja auch hierher. Ja. Vielleicht sind hier noch so ein paar Banditen unterwegs. Einarmige vielleicht. Neffe Krümel, 2 Euro Superchat, Anzahlung für die perfekte Ausleuchtung. Ja, lustigerweise, das Equipment ist ja vorhanden. Ich habe ja noch jede Menge Beleuchtung so aus unserem alten Studio. Einiges davon steht auch auf Deck 7. Es ist einfach zu groß. Das ist halt einfach eine Größensache und für ein paar Mal bei Dunkelheit, damit man uns sieht, ist das halt Quatsch. Ne? Dann nehmen wir halt lieber so eine kleine Funzel. Das reicht. Ja, das sieht aus nach dem Zoll. Jetzt kann man es auch lesen. Övelgönne. Die denken sich auch, was machen die Bekloppten mit der Kamera da schon wieder? Solange sie uns nicht verhaften, ist ja egal. Also selbst abends kann man sich hier mit krummen Geschäften nicht sicher sein. Der Zoll ist gerade überall. abends. Gerade abends wird das natürlich hier alles kontrolliert. Friedhelm ist auch ein Jahr dabei. Friedhelm, ganz lieben Dank. Danke für deine Treue. Ein Jahr, krass. Ist hier nichts mit gefälschten Rolex und selbstgebranntem Schnaps. Hatte nicht Rainer irgendeine Nummer mit Rolex, mit irgendwelchen gefälschten Uhren, die ihm auf der Raststätte angedreht wurden? Echt? So Ich meine, da war irgendwie so eine Story. Kannst ja gleich 2, 3 mitnehmen. Zum Wechseln. Ja. Kai, CGN 67, unser Kölner Kai ist da und verschenkt eine Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und bei Bianca ist das Paket angekommen. Ach, Ja. das ist schön. Das freut uns sehr. Schön. Ich muss mal kurz gucken, ob hier meine Hörner gehen. Nämlich bis eben, ich hatte heute wieder rumgefummelt am OBS und eben gerade hat die WebSocket-Verbindung nicht funktioniert. Ich glaube, es kam kein Horn, oder? Habt ihr was gehört? Ich meine, da kam nichts. Warte, ich muss noch mal. Nee, die kommen nicht. Oh, ich habe es kaputt gemacht. Nein. Ich habe es voll kaputt gemacht. Ja, ich habe heute wieder zu viel gefummelt. Zu viel gefummelt. Aber ich denke, das kriege ich, wenn ich zu Hause bin, in Ruhe relativ schnell wieder gefixt. Nur hier vor Ort jetzt gerade nicht.
wir doch lieber in den Garten gehen, sondern einen schönen Kaffee trinken. Ja, Hab ich doch gesagt. Eddie ist schuld. Sowas. Ja, müsste eigentlich jeden Moment zu sehen sein, die Grande Hamburgo. Aber solange das nur jetzt die Hörner sind, die nicht Wollte ich gerade funktionieren, sagen. kriege ich das tatsächlich wieder. Aber wir können ja auch kein Horn von dem Autotransporter erwarten. Also Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Rea, unsere Strickliesel, lässt 100 Bits da. Ganz lieben Dank dafür. Dankeschön. Guck mal, da im Hintergrund sehen wir sie schon. Wenn ihr genau hinschaut, die Aufbauten schleichen sich da so langsam zu uns rüber. Manuela, danke für 2 Euro Superchat. Ihr seid das beste Abendprogramm. Danke für das schöne Kompliment. Dankeschön. Ich sehe natürlich mal wieder nichts. Ne? Also mit bloßem Auge sieht man das auch nicht. Na, dann bin ich ja beruhigt. Da ist jetzt die Kamera natürlich ein bisschen hilfreich. Gucken, ob wir noch ein bisschen Booster haben. Begleitet von VB Perfect und VB Rasant. Oder VB Perfekt müsste man ja sagen. Wobei mit C geschrieben würde ich es Englisch aussprechen. Malte ist auch da. Schwester Hansen ist da. Moin. Alle da. Basti Moin, ihr ist da. Lieben. Basti ist auch da. Ja. Und Ja, Sebastian wir Kolze. sollen die Hörner einfach nachmachen. Ja, das Oh mein wollt ihr Gott, nicht. nee. Das wollt ihr nicht. Das wird dann ja wieder eine peinliche Abendveranstaltung hier. Hertus, ganz lieben Dank für 100 Bits. Dankeschön. Ach, Remo ist auch da. Nicht zu vergessen. Ich probiere gerade noch mal was. Oh, ich habe Hörner gemacht. Das lässt dir jetzt auch wieder keine Ruhe, anstatt du das mal lässt und das zu Hause in Ruhe machst. Ne? Ja, wieso generiert das Mistding auch einfach so, ohne dass ich was sage, ein neues Passwort für die WebSocket-Verbindung? Wieso? Keine Ahnung. Ich war da überhaupt nicht bei. Jetzt muss ich dieses neue Passwort überall eintragen. Hier wird gefordert, dass Schwester Hanse mal wieder einen Live-Auftritt hat. Ja, Ja, das kommt alles. ihr wisst ja, Schwester Hansen in homöopathischen Dosen. Aber ich freue mich auch schon drauf. Jupka Wuff, danke dir. 7 Monate schon beim Prime dabei. Dankeschön. Ja, Wir hatten ja überlegt, ob wir sie heute noch abholen, aber ich muss ja leider noch arbeiten. Henrik Kösser haut 5 Euro Superchat auf den Tisch und meint, damit würde er ein simuliertes Schlepperhorn von mir bekommen können. Wie simuliere ich denn ein Horn? Wie mache ich das denn?
Geht denn das? Nee. Nee, das Das- hört sich eher an wie so ein... Keine Ahnung. Ich kann solche Geräusche überhaupt nicht machen irgendwie ohne Hilfsmittel. Ich würde sagen, es wäre eher ein Nein. Rohrkrepierer, oder? Also Hendrik, nein. Hendrik, das ist ganz lieb von dir und ich mache ja auch gerne jeden Spaß mit, aber ich krieg das nicht hin. Ich krieg's echt nicht hin. Ja, aber guck mal, das ist doch vom Panorama schön, oder? Wenn das Schiff jetzt Absolut. hier vor die Elbphilharmonie fährt. Ich mag ja die Autotransporte und ich werde ja immer ausgelacht, weil fast alle die hässlich finden. Aber weißt du, warum ich die auch so Schatz, du hast mich geheiratet. schön... Ja gut. Also Okay. irgendwie musst du für... Du meinst, ich habe so einen Hang zur Hässlichkeit oder was? Wahrscheinlich. Aber weißt du, warum ich die auch so schön finde? Weil die halt so auch an den Landungsbrücken vorbeifahren. Das sind so Schiffe, die siehst du echt so im ganzen Hafen. Die verpieseln sich nicht so Richtung Kühlbrandbrücke und so. Nee, die machen ordentlich hier den ganzen Hafen. Ne? Ich sag mal so, die Touris müssen ja auch ein bisschen was zu sehen kriegen an den Landungsbrücken. Nein, Basti, walisisch reden kann ich nicht. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Ja, lacht ihr ruhig, lacht ihr ruhig. Aber weißt du, wofür? Vielleicht nimmt ja irgendjemand das simulierte Horn als Wecker. Weißt du, was ganz komisch ist? Ich krieg schon wieder nur, weil wir irgendwie immer über Hörner reden, dafür Werbung. Und zwar, es ist aber amerikanischer Markt. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland zu kaufen gibt. Ich habe Werbung bekommen für eine, ich glaube, das sind Eisenbahnhörner. Das hat einen Griff wie ein Akkuschrauber. So, und die gibt es zum Beispiel von Dewalt. Dewalt ist ja, glaube ich, ist das nicht eine amerikanische Werkzeugmarke. Und das sieht aus wie ein Akkuschrauber, hat aber oben dann 4 so Hornfanfaren drauf. Okay, und ist es mit Akku oder wie geht Ich das? denke, das ist irgendwie mit Akku. Ich kann es euch nicht genau sagen. Kennt jemand von euch diese Dinger? Ich schwöre Also dir, die waren auch irgendjemand in den nächsten Streams hat das. Die waren auch nicht ganz billig. Das kostete auch irgendwie 250 € oder so. Und ich wollte da eigentlich nach suchen, ob es da irgendwie ein YouTube-Video drüber gibt, wo man mal hören kann, was die so taugen. Aber vielleicht kennt die ja jemand von euch. Sehen also wirklich aus wie so ein Akkuschrauber. Ja, die Grande Hamburgo wird jetzt ein Stückchen hier an der Einfahrt vorbeigezogen. Kann natürlich auch sein, dass es einfach ein bisschen täuscht aus diesem Winkel hier und dann gleich mit dem Heck rumgezogen und dann in unsere Richtung. Der K mit Piepmatz schreibt, ja, ist wie ein Akkuschrauber. Kennst du die Dinger? Christian Hering sagt, er kann mir gerne so ein Horn bauen. Also ich brauche halt etwas, was nach Möglichkeit transportabel ist, was alles in einem Gerät ist, wo ich nicht noch einen extra Kompressor mitnehmen muss oder so. Also es muss irgendwie einfach sein und laut. Du hast mir doch irgendwann mal so ein Foto gezeigt, wo wirklich auch einer mit so einem Riesenhorn da am Wasser steht. Ne? Es war aber, ich weiß nicht, ich glaube, der braucht ja fast einen Anhänger, um das überhaupt da an die Waterkant zu kriegen. Ja. Ah, ach, guck mal, jetzt haben wir nämlich auch hier weiter rechts ein Blinkerauto. Es kann nämlich sein, dass die sogar bis hier hinten rankommen mit Echt? dem Heck. Das wäre ja toll. Ja, ich war nämlich so ein bisschen unsicher, wie weit sie die reinziehen, die Grande Hamburgo. Also wir haben schon aufgebaut, abgebaut und verschoben. Thomas meint, Akkuhorn bei YouTube eingeben. Ja, ich wollte das machen. Ich hatte das irgendwie als Werbung bei Instagram bekommen und wollte das mal YouTuben. Also irgendwie so ein Schiffshorn, irgendwie wäre das schon cool, aber es muss einfach und transportabel sein. Und wahrscheinlich mache ich das einmal und dann ist mir das zu peinlich. Ja. Obwohl, wenn Brigitte pfeift und ich daneben dann das Horn, Ja, das ist lustig. dann kann ich ein Battle mit Brigitte machen. Ja, das wär's doch. Das Schöne ist, dass diese weißen Grimaldi-Schiffe so eine große Reflexionsfläche haben.
Danke für 11 Monate, liebe Merdiana. Dankeschön. Ihr seid einfach die Besten und immer noch jede Sekunde, wo ich euch sehe, bin ich schockverliebt. Ach, das ist aber lieb von dir. Ganz, ganz lieben Dank. Schön, dass du bei uns bist. Danke, danke, danke. Ja, Karin schreibt, das wird episch. Ein Five-Horn-Battle. Wobei es natürlich auch ein bisschen unfair ist, weil ich nur auf den Knopf drücken muss und Brigitte... Ja, nicht, dass nachher wieder ihre Stimme weg ist. Das geht nicht. Ah nee, Brigitte kriegt dann irgendwie so ein Hilfsmittel noch, so ein Verstärker. Die Möwen sind auch noch in Aktion hier. Ne? Akku-Horn-Gun soll ich suchen. Okay. Ich fände das ja auch geil, wenn wir auf Deck 7 irgendwie sowas hätten, aber wie gesagt, das darf auch... Eigentlich darf das nicht so ein Schiffshorn sein. Aber du wolltest noch länger da in dem Bürokomplex bleiben, ne? Ja, aber am Wochenende abends, wenn da keiner ist. Aber ich will ja nicht mit einem gefakten Horn oder mit einem falschen Horn da irgendwie... Hinterher ist das noch gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr oder sowas. Ja, du, das kann alles sein. Ich glaub, alle, das die lassen wir lieber. Vielleicht jetzt das erste Mal dabei sind, das ist hier ein kombiniertes Container- und Fahrzeugtransportschiff. Im vorderen Bereich seht ihr, da ist Ladeplatz für Container. Der hintere Bereich, das ist alles Garage. Am Heck seht ihr eine riesige Rampe. Diese Rampe, die wird nachher hier geöffnet und auf die Pier gelegt. Darüber werden dann die Fahrzeuge geladen bzw. entladen. Weil ich glaube, entladen wird hier in Hamburg gar nichts. Ich glaube, die holen hier immer nur Fahrzeuge ab. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht. Ja, und im vorderen Bereich dann halt die Container. Und diese Schiffe nennt man auch Conro-Schiffe. Die reinen Autotransporter, die nennt man dann Roro-Schiffe, Roll-on, Roll-off. Wobei ich letztens gelernt habe, eigentlich müsste es richtig sogar heißen Conroro. Aber ich glaube, Conro geht irgendwie so ein bisschen leichter über die Lippen und hat sich so ein bisschen eingebürgert. Und Michael fragt, ob in der Elbphilharmonie auch Wohnungen sind. Ja, tatsächlich. Also ein paar Wohnungen gibt es da. Die sind mega. Da gab es mal so eine Reportage auf N3. Und ein Hotel ist da auch drin. Wird mir auch gefallen. Also die Wohnungen sind der absolute Hammer da. Also Frau Friedhelm meint, Makita hätte auch ein Akkuhorn. Ja, ich muss das mal googeln. Muss ich mal googeln. Vanessa, danke dir. Im 2. Monat ist sie auf Twitch dabei. Ja, wir sind ein bisschen zu früh gewesen. Also wir haben eben, hast du gerade schon geschickt bekommen, von Makita. Oh, ich habe bald Geburtstag, Schatz. Ich habe bald Geburtstag. ja, Jetzt hast du ein Geschenk. Was hast du denn deinem Mann geschenkt zum Geburtstag? Ja, ein Horn. Ein Akkuhorn. Ein Akkuhorn. Wir waren ein bisschen zu früh, wollte ich sagen. Wir mussten ja auch über die A7. Und ich sage noch so zu Tanja, guck doch mal bei Rainer in Stream, wo der gerade ist. Aber wir waren etwas zu früh. Jetzt hätten wir ihn vielleicht sogar auf der A7 getroffen. Der Markus Liermann kennt wieder die Mietpreise in der Elfi. Warum wundert mich das jetzt nicht? Hat er bestimmt auch schon mal geguckt. Da kostet bestimmt der Quadratmeter 50 Euro, oder? Was hat er geschrieben? Kann man mieten, diese Wohnung? 16.000 Euro im Monat. Kannst ja gleich ins Hotel gehen. Ja, ist halt die Frage, wie groß die ist, ne? Du musst halt schon wissen, wie groß, damit du dann entscheiden kannst, ob das jetzt günstig oder teuer ist. Aber ich fürchte, das ist in jedem Fall teuer. Sagen wir mal auf jeden Fall out of range. Kai,
Kölner Kai, danke dir. Eine verschenkte Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Oh, dieses Bild, ne? Ich liebe es vor der Elbphilharmonie. Ich liebe es. Willst du auch ein Foto machen oder hast du wieder keine Ausrüstung mit dafür? Nee, ich hab ja schon Fotos davon. Okay. Also ich habe das ja auch als Titelbild. Ja, Matthias schreibt, das sind alles Zughörner von Dewald, Milwaukee und so. Wäre mir aber ehrlich gesagt egal. Also ehrlich gesagt würde ich es sogar ganz gut finden, wenn das nicht wie ein Schiffshorn klingt. Wie gesagt, sonst gucken die alle ein bisschen komisch. Die gucken eh komisch. Und wenn alle Stricke reißen, hole ich mir einfach eine Vuvuzela. Ja, ich glaube, ich habe noch eine. Irgendwo im Keller. Das wäre auch so. Vuvuzela? Ah, das war doch war das zur WM oder EM? WM, ne? Das war damals doch war das nicht als 2006 die WM in Deutschland war da nicht Vuvuzela-Zeit oder war das eine spätere WM im Ausland? Du, ich kann dir das nicht sagen. Aber guck dir doch lieber hier mal diese schönen Bilder an mit diesem tollen Schlepper und alles vor der Elbphilharmonie. Jetzt tanzt der Schlepper hier. Ach, das ist doch... Und Leute, es ist windstill, es ist absolut windstill. Ich habe immer noch meine Polarjacke an und so langsam fange ich an zu schwitzen. Aber es ist hier auch so ruhig und man hört wirklich nur so die Hafengeräusche. Ne? Es ist echt so toll. Aber im Sommer sind hier sehr viele Spinnen. Ach hier, WM Südafrika 2010. Genau, ja, zu Südafrika passt die Vuvuzela ja auch viel besser. Ne? War gar nicht Deutschland. Klar, danke euch. Ich krieg die ganzen Fußball-Weltmeisterschaften gar nicht mehr auf die Reihe. Wenn du mich jetzt fragst, also 2006 war, glaube ich, Deutschland. 2010 Südafrika, das habt ihr jetzt verraten. Ich glaube, das hätte ich jetzt gar nicht mehr hinbekommen. Gut, dann weiß ich natürlich 2014 Brasilien. Das weiß ich halt. Da haben wir ja mal echt abgeräumt. Ja. Brigitte ist auch da. Moinsen. Brigitte kriegt so eine Vuvuzela. Ja. Brigitte, moin. Was sind das denn für Geräusche? Kommt das von der Bahn? Ich glaube, das ist die von der Hafenbahn. Bahn, ne? Ja, ja. Die ist ja auch nicht weit von Ja. hier. Guck mal hier, ist das nicht eine schöne Komposition aus Klötzen? Super. Das wäre doch auch was man mit Lego nachbauen könnte. Hier so ein Autotransporter mit einer Elbphilharmonie oben drauf. Oha! Mittlerweile von der FIFA in den Stadien verboten. Echt? Warum ist denn das verboten? Weil die alten weißen Männer bei der FIFA davon genervt sind oder weil die Biester so furchtbar laut sind, dass man Ja, damit... aber so ein bisschen Party und Rambazamba ist doch super. Könnte ja sein, Kannst dass du die so nächstes Mal- laut sind, dass man davon Gehörschaden bekommt. Ach, Quatsch. Ich glaube, so schlimm sind die gar nicht. Ne? Ist doch Blödsinn. Kannst du ja nächstes Mal eine mit zum HSV nehmen? Guck dir mal diese Bilder an, Schatz. Könnte schon wieder eskalieren. Ja, ich mag das ja auch hier. Wir sollten uns jetzt auch, finde ich, auf das schöne Schiff konzentrieren und nicht über Vuvuzelas reden. Schwester Hansen fragt, wer denn heute die Schlepperaktion macht. Ja, das macht heute Boluda Towage und wir haben hier einmal VB Perfekt oder Perfekt und VB Rasant am Schiff. Und ja, ihr seht, ist schon weitestgehend gedreht. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit ihr hier mal so einen Bezug habt. Und jetzt kommen die hier hinten rein. Haben wir eigentlich noch was zu trinken mit?
Ja. Feuerzangenbowle Nee, haben wir. Spezialtee oder Wasser? Spezialtee oder Wasser? Dann nehmen wir Spezialtee. Science Master, gute Frage, ob man jeden Abend im Hafen so schön beleuchtete Schiffe sehen kann. Also ich muss dazu sagen, so schön beleuchtet ist dieses Schiff ehrlich gesagt gar nicht. Ich helfe hier etwas nach, indem ich die Kamera ein bisschen heller stelle. Mit dem bloßen Auge ist das gar nicht so schön hell. Aber du kannst eigentlich rund um die Uhr im Hafen Schiffe gucken. Du kannst aber auch mal Pech haben, dass hier einen halben Tag fast gar nichts passiert. Also da lohnt es sich auf jeden Fall immer einen Blick auf die sogenannten Segellisten zu werfen. Wenn du nach Segelliste Hamburg googelst, dann findest du Listen, wann die Schiffe ankommen bzw. wieder ablegen. Und da steht halt dann auch drin, wo die hinfahren. Weil zum Beispiel so ein Autotransporter, der ist halt hier wirklich, ja, ich will mal sagen, hinterste Ecke im Hafen. Und wenn du hier hinfährst und dann aber kein Schiff kommt, dann ja, ist es zwar trotzdem schön, aber unter Umständen würdest du hier einen Tag lang warten und nichts passiert. Aber auch wenn hier kein Schiff kommt, ist es schön. Hier ist das Hafenmuseum, hier liegen ja schöne Schiffe. Also hier kannst du echt nichts verkehrt machen. Wir können jetzt auch richtig von den Geräuschen her die Maschinen genießen. Nimm mal bitte den Spezialtee, ich möchte doch ein Foto machen. Der Whiskyhase fragt, was Spezialtee ist. Das kann Schwester Hansen dir am besten erklären. So, schnell mal ein paar Fotos durchgeballert. Andreas Preuß, ganz lieben Dank. 2,49 für Dingsbums und Gedöns. Also Dingsbums und Gedöns kann ich ja ganz hervorragend. Oder? Dann ist es auch da. Hörst du die Geräusche von der Leine? Ja. Also nochmal, Dennis ist auch da, ne, Ben? Moin Dennis. Also heute können wir dir kein Schiff schicken, das ist falsche Richtung. Ja, aber die waren ja alle schon auf der, Ja. auf der Elbcam. Vielleicht sogar noch bei ein bisschen Licht. Nilsi, danke für 2 € für Sammelwasser. Herzlichen Dank. Genau. Spezialtee ist einfach Sabbelwasser. Und Mokmi hier ist seit 2 Monaten dabei auf der Speicherstadt. Wellen tanzen, Lichter blinken, Schiffe, die im Strom versinken. Hafen Hamburg live, so nah, so fein und kreativ. Ein Fenster in die Welt, so exklusiv. Oh, das ist aber sehr schön gedichtet. Ja, sehr schön. Sehr Danke. schön. Dankeschön. Und Krishan ist jetzt neu dabei. Ganz lieben Dank für deine Mitgliedschaft. Willkommen an Bord. Also so ein Geräusch könnte ich auf den
Könnte ich auch zum Einschlafen brauchen, oder? Mega Geräusche. Aber es ist wieder ganz komisch gewesen. Wir waren zu Hause und wir sind ja, wann sind wir denn losgefahren? So 8, ja, Viertel vor 8 oder so, ne? Alles dunkel. Es ist irgendwie immer so, es gibt dann so einen kleinen Moment, wo wir uns angucken und dann denken, was machen wir eigentlich? Ja. Wollen wir nicht ins Bett gehen? Glücklicherweise Aber wenn man erstmal hier kriegen wir ist, dann ist es, jedes Mal die Kurve. ja, es ist aber so schön, ne? Wenn man erstmal raus ist und hier ist es ja super. Bianca ist auch seit 13 Monaten dabei. Bianca, Dankeschön. Dankeschön. Oh, Dennis hat die verpasst. Ach was. Aber wirklich verpassen kann man sie ja nicht. Ne? Das Einzige, was halt passiert, ist, dass Dennis die Cam nicht bedient und nicht mitführt. Aber zu sehen sind die Schiffe ja eigentlich auf jeden Fall. Ja, das ist das Gute an der Elbcam. Verpasst du keinen Dampfer, der rein oder raus geht nach Hamburg. Schön ist, dass die Schlepper immer ein bisschen Licht anhaben. Stefan W. aus HL ist auch seit 8 Monaten dabei. Stefan, Dankeschön. Er schreibt, von Anfang an dabei, seit Roberts Pfütze. Ja, danke, danke. Das ist aber schon länger als 8 Monate. Wahrscheinlich mal eine Pause drin gewesen. Ich weiß gar nicht, wie YouTube das zählt. Wenn du eine Mitgliedschaft hast und dann mal ein paar Monate Pause machst und dann wiederkommst, ob der dann weiterzählt. Jutta, ich danke dir für die kleine Nachtzulage. 10 Euro haut sie raus. Dankeschön. Sie sagt, danke für die Schleppis. Oh. Jetzt ganz dicht. Also ich habe auch immer das Gefühl, so nah wie hier kommt man dem Schlepper sonst gar nicht. Ne? Also es ist wirklich hier, Nee, das ist schon echt cool vom Manöver. es sei denn, Conny kommt mal wieder am Bubendeiufer vorbei. Das war legendär damals. Guck, die kommen wirklich bis hier hinten rein. Ich hatte nämlich so einen Moment gezögert, ob ich zu weit hinten stehe. Wahrscheinlich hätten wir sogar noch ein paar Meter zurückgekonnt, aber das geht nicht mehr viel weiter. Maximal 5 Meter wären da noch. Oh, dieses Geräusch, ne? Da ist die Rampe, die beleuchtete. Und da steht auch der Name Oswald Kai. Könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht lesen, weil das ein bisschen überstrahlt auf der Kamera. Aber hier sieht man auch wieder, wie ruhig das Wasser ist. Und MS ist auch schon seit 13 Monaten dabei. Also schaut schon seit 13 Monaten zu. Ja, das freut uns richtig. Über ein Dankeschön. Jahr schon. Danke. Danke.
Da ist die Lotsenpforte noch auf. Gucken wir mal, was vorne so geht. Guck mal, der vordere Schlepper scheint schon loszumachen. Stell dir mal vor, jetzt würde hier eine Robbe kommen. Der hat dich verfolgt. Ja. Das wäre doch was. Ja, die sind schon fertig. Kann natürlich sein, dass die noch mal hier an die Seite kommen und ein bisschen drücken. Also für Schlepperfans ist es auch hier echt ein Paradies, oder? Ja, also wenn du das abpassen kannst, dass hier ein Schiff anlegt, ist das sensational. Ja, guck mal, die kommen noch mal rüber hier und machen den Drücker. Apropos Robbe, unser Basti vom Team, der war ja auch mit in Papenburg. Wieso Robbe? Ach so, weil wir eine Robbe gesehen haben. Ja. War ja auch mit in Papenburg. Der hat ja jetzt auch seinen Fotoblog. Vielleicht möchte da ja jemand auch mal gucken. Der hat bestimmt ein paar ganz schöne Fotos. Also ich habe auch noch nicht viel gesehen von ihm. Genau. Vielleicht kann er ja mal irgendwie was posten noch in Chat. Hau gerne den Link raus, Basti. Ralf S. aus A. Schickt auch nochmal 10 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Hamburg Hafen Live und dem kompletten Team ein lautes, sensationell. Tolle Arbeit. Herzlichen Dank. Lustig finde ich das ja, wenn ich sensationell sage, zählt es ja auch, ne? Das wusste ich gar nicht vorher. Oh, hier, guck mal, das Bild Ja. mit Lines im Hintergrund. Oh. Oh, ist das schön. Komm, und die Lotsenpforte nehmen wir auch noch mit rein. Dann haben wir einen richtig schönen Das ist doch schon wieder Screenshot verdächtig, oder? Also das ist doch hier, ist das ein Traum. Das ist Kunst. Oh, ich muss ein Foto machen. Ich habe doch eine Fotokamera. Wieso mache ich denn nicht einfach ein Foto, Mensch? Ich bin ja auch völlig bescheuert. Das ist definitiv ein Kalenderkandidat, finde ich. Ja, bei dem Schlepper hier an der Seite sieht man jetzt auch richtig gut, wie der Späne macht. Guck mal, wie da das Wasser hinten aufgewirbelt wird. Cooler. Das Schiff läuft ein, also ist gerade gekommen.
ist quasi schon an der Pier. Wir sind jetzt in den letzten Metern und ja, da geht's los. Die ersten Leinen gehen rüber. Ja, schade, dass wir nicht doch noch viel weiter zurückkommen. Da hätte man noch von hinten auf die Rampe gucken können. Aber war trotzdem gut, dass wir so weit zurückgegangen sind. Ach, den hätten wir aber noch ein ganzes Stück weiter gemusst, ne? Ja, du kommst halt nicht viel weiter, weil die Bleichen da ist. Und Ja. dann hast du die ganzen Leinen von der Bleichen vor der Nase. Also maximal 5 Meter wären wir noch weitergekommen. Oh, ich sehe gerade, da geht ein Befehl nicht für den Sensationell-Fehler. Remo, musst du mal so lieb sein, mir nochmal eine WhatsApp schreiben, dass ich das nochmal checke, warum das nicht geht. Ich schmeiß einfach was rein. Foto hast du gemacht, ne? Foto habe ich gemacht, ja. Ich könnte noch ein Foto von dem Achternschlepper machen. Der steht da eigentlich auch ganz schön. Das ist echt was für die Freunde der Schleppschifffahrt. Oben sieht man auch so ein bisschen, was da auf der Station abgeht. Zumindest sieht man da ein paar rumlaufen. Du wirst doch so oft gefragt, was oder welche deine Lieblingsschiffe sind, ne? Ja. Du kannst auch einfach sagen Schlepper, oder? Einfach Schlepper. Ja, Schlepper sind schon klasse. Ralf S. aus A.
5 Euro Superchat. Komm, noch ein Heiermann für die Büchse. Hat er an dich geschrieben. Ja. Tanja Ludolf. Dankeschön. Das heißt, mit dem Heiermann, du sollst es 5-mal sagen. Sensationell. Beate, ganz lieben Dank. Auch noch ein Heiermann. Danke für 9 Monate und tolle Unterhaltung. Danke, Beate. Achtern-Schlepper scheint fertig zu sein. Also Licht müsst ihr nicht ausmachen wegen mir. Nee. Muss nicht sein. Oh, die haben es aber eilig. Oh, diese Power. Diese Power von den Schleppern. Guck mal, jetzt geht auch oben Licht an. Hast du das gesehen gerade? Ja, extra für Oben dich. an Deck. Ein bisschen mehr Licht hier Jo, unten. wow. Hilfe. Achtung, Überbelichtungsgefahr. Boah, das sieht aber jetzt auch toll aus. Guck mal, mit der Spiegelung im Wasser. Ich habe leider nicht genug Weitwinkel, um das komplett drauf zu kriegen. Man ist so nah dran hier. Da bräuchte man jetzt wahrscheinlich 16 mm. Kula, herzlich willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Schön, dass du dabei bist. Und Wasserburg ist da. Danny schickt 2 Euro. Liebe Grüße auch an Anja. Moin. Kann das sein, dass schon da das erste Auto steht? Ich würde da jetzt noch nicht runterklettern. Da ist unten noch keiner. Ach, die holen die Leiter rein. Okay. Aber wer soll denn da kommen? Ne, hätte ja sein können, dass der Lotse mit dem Boot abgeholt wird. Ach, Aber, okay. aber Ach, du meinst, der Schlepper nimmt den Lotsen mit? nee, der Schlepper nimmt den Lotsen Der mit. Schlepper? Siehst du das? Der kommt nämlich rüber. Ja klar, der Schlepper nimmt den Stimmt, der Lotsen Schlepper mit. nimmt, das habe ich auch schon mal öfter gehört, dass die Schlepper ab und zu die Lotsen mitnehmen. Und ja klar, vom Freibord her macht das natürlich jetzt Sinn, dass sie die Leiter reinholen. Der springt ja jetzt gleich wie James Bond rüber. Auch cool. Das hast du auch noch nicht gesehen. Nee, also gesehen haben wir das so im Stream noch nicht. Lotse auf Schlepper. Also, ich meine, wir sehen es jetzt trotzdem nicht, aber wir können es uns vorstellen. Da ist er schon drin, der Lotse. Du, der denkt sich auch, vielleicht haben die gerade was Leckeres gekocht, noch bevor die losgefahren sind. Und auf dem Weg kann er jetzt aber, kriegt er noch ein Abendbrot hier. Oh, ich sag mal vielen Dank für die schönen Bilder. Ja, absolut. Oh, müssen die noch mal einen Moment drücken oder warum drehen die zurück?
machen Fotos. Aber jetzt sieht man auch mal ganz gut, wie groß die Schlepper eigentlich sind. Ne? Wenn man da jetzt mal die Menschen drauf sieht. Und die Schlepper sehen ja immer so winzig aus, gerade an den Containerschiffen. Ich glaube, die gucken auch noch mal, wie das von vorne aussieht. Oder der schmeißt die da vorne gleich schon irgendwo raus. Das kann auch sein. Kann natürlich sein, dass die sagen, bis da die Gangway unten ist. Jetzt kommt die Polizei. Jetzt ist eh alles Jetzt vorbei ist hier. vorbei. Jetzt ist vorbei. Wir können einpacken. Ja, die springen da hinten tatsächlich, glaube ich, schon wieder runter, ne? Ja, tatsächlich. Die wollten nicht auf die Gangway warten. Ja. Warum nicht? Zack, sind sie hinter den Containern verschwunden. Oh, wir wurden geradet. 27 Leute kommen rüber auf Twitch. Vom Moin. Astro-Halltor. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Willkommen im Hamburger Hafen. Zu nächtlicher Zeit hier beim Anlegen eines Autotransporters. Guck mal, Alida ist da. Ja, klasse. Alida, Mensch. Von dir kam noch heute schöne Überraschung bei Oh, uns an. 5 € Superchat von Alida. Alida, aber auch ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Dankeschön. Heute kam nämlich ein dickes Paket von Amazon. Sie hat unsere Wunschliste halb leer gekauft. Ganz, ganz lieben Dank. Und es war für jeden was dabei. Für Tanja was, für mich. Perfekt. Alida, Danke, danke. wirklich herzlichen Dank. Und dein Paket habe ich auch schon fertig gemacht. Ja, Anlegen ist durch. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie lange das dauert, bis die Rampe hinten aufgeht. Meistens ging das immer relativ zügig.
mal hier mit der roten Spiegelung im Wasser. Elbphilharmonie. Das Wasser blutet. Das sieht echt krass aus, oder? Das ganze Rot hier. Ja. Wir können ja auf jeden Fall mal so einen Moment noch hier bleiben und mal gucken, ob sich da gleich an der Rampe was tut. Den Einstream, den wir hatten, wo die Rampe richtig runter, da hatten wir richtig drauf gehalten. Ne? Das war auch cool, ne? Ja, da hatten wir sogar einen kleinen Zeitraffer dann hinterher von. Miss Hamburg, danke dir für Danke 4 dir. Monate. Ja, ansonsten, also ihr merkt, ne, sobald das alles durch ist hier, das Manöver, ist es hier dann auch echt total ruhig. Ich gehe mal auf die Rampe. Aufs Heck, mal gucken, ob da was passiert. Keiner zu Hause. Das ist aber auch echt ein Klotz, ne? Ja. Wenn man da so vorsteht, finde ich, wirkt er immer noch viel mächtiger, ne? Ich mach mal das Bild etwas dunkler, dann könnt ihr hier auch mal den Namen von dem Kai lesen. Also das nennt sich hier O und dann Apostroph Swald Kai oder Swald Kai, Oswald Kai. Der Herr war ein, helft mir gerne ein bisschen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ein Hamburger Kaufmann, der den Handel mit Afrika sehr stark gefördert und etabliert hat. Ach, guck mal hier, Fletenkicker. Hat's rausgesucht. William Henry Oswald war Hamburger. Er war Überseekaufmann, Senator und zweiter Bürgermeister. Er sagt, ich glaube nicht, dass er so ausgesprochen wurde, wie Paddy es immer sagt. Oswald, sondern Oswald. Oswald. Ja, Oswald. Also mir würde auch Oswald tatsächlich viel leichter über die Lippen gehen. Das andere ist ja immer so ein Zungenverbieger. Aber woher weiß man das, wie das richtig ausgesprochen wird? Ja, muss sich einer mit der Materie Ja, wirklich beschäftigen. Eben, Ne? wollte ich doch auch sagen. Also es kann so oder so. Also mir würde es gelegen kommen, wenn ich es anders aussprechen kann. Oswald Kai würde natürlich viel einfacher auszusprechen sein. Michael schreibt, oben steht ein LKW mit 2 LKWs beladen. Ja, wir können ja gleich mal da oben drauf gucken. Stimmt. Gut, dass ihr immer aufpasst. Ist ja was für Rainer.
Oh. So, kann man es erkennen, was das genau ist? Da oben. Oh, ist das dunkel da. Aquamundo hüpft rüber. Moin, ihr Lieben. Moin. 89 Raider kommen rüber mit dem Jonas. Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Vom Binnenschiff in den Hamburger Hafen. Aber wir sind auch schon so ziemlich in den letzten Zügen. Trotzdem freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr rüberkommt. Und Miss Hamburg hat nicht nur selber ein Sub abgeschlossen, schon 4 Monate, sondern auch eins verschenkt an die Einhorratte. Dankeschön. Dankeschön. So. Und Tom Minden ist jetzt auf YouTube dabei. Tom, Dankeschön, willkommen an Bord. Und nochmal an alle dazugekommenen, die vielleicht gerade vom Binnenschiff kommen. Wir sind hier in Hamburg und haben heute einen riesigen Autotransporter vor der Nase gerade. Hat schon angelegt, Schlepper sind schon weg, aber es ist trotzdem noch schön zu gucken. Mal gerade gucken, wie ich hier mit den Kabeln klarkomme. Weil hinter uns ist nämlich die schöne Bleichen. Ein alter Stückgutfrachter, hier schön mit dem Hamburg-Wappen. Und genau hier am Bug stehen wir. Schönes Schiff, sehr gut erhalten, toll gepflegt haben sie das. Ja, ich glaube, bei der Rampe tut sich nichts. Also da läuft auch keiner rum, sonst liefen da immer schon irgendwie Menschen rum. Sieht gar nicht nach Schiff aus, eher nach Schute. Ja. Flitzpiepe, du hast absolut recht. Die Bleichen, die hatte, glaube ich, schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 2 Namen vorher. Da konnte man eben so ein bisschen den anderen Namen darunter erkennen. Remo verabschiedet sich. Remo, Jude Nacht. Old Lady hieß sie mal. Und ich meine, die hatte noch einen Namen. 2 Euro kommen noch von Annette für die Nachtzulage. Dankeschön. Weil es geht eigentlich, ne? Es ist 10:30. Es kommt einem immer so spät vor, weil das hier so ruhig ist. Wenn du jetzt in der Stadt wärst oder ich sag mal irgendwie so im Bereich Reeperbahn, dann wird dir das ganz anders vorkommen. Viel mehr Menschen, richtig Halligalli noch. Ja, ich glaube, auf die Rampe warten macht heute irgendwie keinen Sinn, oder? Ja, man weiß ja auch nicht, wann die kommt, ne? Da laufen aber ein paar Gestalten rechts bei Maersk vorbei. Ja, es sind hier auch ein paar Geräusche, das ist aber ist aber weiter hinten am Pier. Ja, ich glaube,
Wir sind dann aber so langsam doch am Ende angekommen. Ich drehe mal die Kamera um und mache mal das schöne Licht an. So, guck mal hier, haben wir uns extra heute ausgesucht mit der Bleichen im Hintergrund. Okay, so. Ne, jetzt muss ich sie etwas drehen, die Kamera. So, da. Was Tanja ist steht denn? immer einen Meter hinter mir, damit ich dann auch so massiv aussehe. Nein, ich musste erst mal gucken, wo ich überhaupt im Bild Da bin. ist die Kamera. Darf ich dich ein bisschen nach vorne schieben? Nur dann, Ja, damit du die ja, aber warum von meinem denn? Astralkörper die Hälfte kaschierst. Es ist immer das Gleiche. Ich möchte aber nicht so dicht ins Bild, wenn dein furchtbares Licht mich da blendet. Aber ich Aber möchte mich warum auch denn? gerne so halb hinter dich stellen. Ich stelle mich ja nicht hinter dich, ich stehe neben dir. Nee, du stehst nicht. Du stehst immer so halb hinter mir. Szenen einer Ehe. Ja. Dann mach mal schönes Licht, damit ich auch Okay. gut aussehe. Ja gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Also mir hat das richtig gut gefallen. Oh, die Klappe geht auf. Doch noch mal gucken. Die Klappe geht Ja. auf. Also nichts mit Feierabend. Wir verschieben nochmal. Wir verschieben den Feierabend nochmal. Alles zurück auf Anfang. Ja, das nehmen wir natürlich jetzt noch mit. Ja, Ne? das Also nehmen wir das geht ja gar nicht anders sonst. Ja, gleich wenn die richtig ausgefahren ist, sieht man auch was davon. Erinnert einen immer so ein bisschen an die Transformers, oder? Ja, ich finde auch. Flitzpiepe, danke dir für 5 Euro Superchat. Dankeschön. Grüße an alle Sterne-Kicker. Ja, Steffen sagt, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ... Um diverse Ja. Stunden. Nein, die haben keine Handkurbel, das hoffe ich nicht. Naja, aber ein Sonnenaufgang hier soll ja auch ganz schön sein, oder? Ja, also ich weiß gar nicht, wo die Sonne hier aufgeht. Das müsste ich mal auf der App nachschauen. Aber das könnte hier auch ganz cool sein, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt. Und ein richtiges Schiff da ist. Ja, geht vielleicht auch ohne, ne? Also wir verschieben das Tschüss nochmal. Hier werden auch schon gute Nachtgrüße wieder zurückgenommen. Okay. Schwester Hansen meint, da bewegt sich nichts. Da musst du mal ganz genau hingucken, Hänschen. Und ob sich da was bewegt. Das geht ganz langsam. Wie sollten. Ist nicht so wie bei dir immer zack, zack. Das ist viel zu langsam für Anja. Ach, guck mal, wir haben hier sogar jemanden, der sich Kiezmischel nennt. Nein, das heißt Kiezmische. Kiezmische. Die Kiezmische. Danke dir. Da waren wir für- wieder bei der Aussprache. Danke für Dankeschön. 2,49 Superchat. Kiezmische. Schwester Hansen kriegt einen Anfall, weil ihr das zu langsam geht.
Wenn du dir das morgen in der Aufzeichnung nochmal anguckst, Hänschen, dann kannst du vorspulen. Kannst du dir selber einen Zeitraffer draus machen. Das ist so viel technischer Krimskrams für Anja. Olaf, Dankeschön. Schickt auch nochmal 2 Euro Superchat und schreibt, Kleinvieh macht auch Mist. Danke, danke, danke. Dankeschön. Jetzt hat Remo nicht mehr gesehen, wie die Rampe runtergeht. Ist Remo so ein Rampentyp? Ich denke schon. Remo, die Rampensau. Der macht jetzt schon Matratzenhorchdienst. Von hier sieht die gar nicht so riesig aus. Als wir den Autotransporter weiter vorne hatten, da waren wir mehr hinter dem Schiff, konnte man mehr von der Rampe sehen. Das ist Bei der monströs. Höck war das, ne? Ja. Bei diesem neuen, Höck ne? Aurora hieß die, glaube ich. Das war doch ein riesiges Biest, was da Größter rauskam, Auto, oder? also zumindest von der Kapazität der größte Autotransporter. Nicht von den Schiffsdimensionen. War die denn eigentlich danach noch mal hier? Einmal ja, ne? Also Ich weiß es gar nicht. es macht auch ordentlich Radau. Wäre schon spooky. Danke, Annette. Nochmal 2 Euro für das Klein. Dankeschön. Ich möchte mal wissen, was so eine Rampe wiegt. Eindeutig Handkurbel. Ja. 2 Euro kommen auch nochmal von Petri55. Dankeschön. Danke. Die Geräusche muss man genießen. Ja. Muss das so? Wenn das nicht Hafen-ASMR ist. Da stehen auch einige landwirtschaftliche Maschinen im Hintergrund. Ihr wisst bestimmt, was das ist. Mit diesen langen Armen. Was sind denn das für Geräte? Ihr wisst das doch bestimmt. 4 Stück stehen da. Jetzt scheint die Rampe komplett unten zu sein. Guck mal, da kommen doch schon die ersten Helferchen. Da kommen Mannequins. Aber da sind ja heute trotzdem Container und Lastwagen drauf. Wird das hier alles entladen?
Du hast doch gesagt, meistens kommen die leer, ne? Also ist doch heute eigentlich ein bisschen was noch drauf, ne? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht genau. Bagger sind das. Guck mal, da kommt schon der erste. Ja. Bagger. Danke für die Info. Das ist jetzt erstmal ein Gabelstapler, der da fährt. Der testet erstmal die Rampe. Ach so, das ist ein Bagger, da fehlt nur vorne dann quasi die Schaufel dran. Okay. Guck mal, da ziehen welche ein. Die haben alle Koffer dabei. Buchen Sie eine Reise mit Grimaldi Lines. Vielleicht kann man eine Frachtschiffreise mit Grimaldi machen. Ich schätze mal, die haben da Crewwechsel. Von Sennebogen sind die Bagger. Habe ich ja noch nie gehört, Sennebogen. Wäre das auch was für dich? Ja, ne? Ein Bagger? Da mal mitfahren? Nein. Mit so einem Autotransporter? Ja, ja, würde ich richtig cool finden. Richtig gut finden. Ja, erfahrungsgemäß dauert das aber doch noch eine ganze Weile, bis die ersten Autos dann da drauf fahren. Darauf zu warten, das kann unter Umständen schon mal noch ein Stündchen dauern, weil jetzt müssen natürlich erstmal irgendwie Papiere fertig gemacht werden. Und so lange haben wir, glaube ich, noch nie durchgehalten. Das müssen wir mal irgendwann tagsüber machen, wenn hier mehr los ist. Ja. Wir brauchen mal irgendwann so einen Autotransporter, der hier, weiß nicht, 16, 17 Uhr ankommt. Wo man dann mal nehmen nach wir uns hinten, hier unsere Picknickstühle mit. ja, ein paar Schnittchen mit Wurst und Ei. Das wäre was. Ich finde, das sieht aus von hier wie so ein Videospiel. Ja. Hauptsache er fährt nicht ins Wasser. André schickt nochmal 5 €. Dankeschön. Dankeschön. Und er hat die Info, das sind Sennebogenbagger. Die sieht man öfter da, wo Schrottplätze sind. Die haben meistens Magnete vorne und keine Schaufel. Ach, deshalb haben die wahrscheinlich auch so verhältnismäßig lange Arme für die Schrottplätze. Hier auf den Schrottplätzen im Hafen, da sind auch so Bagger unterwegs, die auch alle so lange Arme haben. Vielleicht sind das auch solche von Sennebogen. Der Gabelstapler macht aber ordentlich Radau da drüben. Der hat's eilig. Wer kommt da jetzt? Tiniko schlägt vor, einfach mal schnell googeln nach Sennebogen. Das mache ich doch mal. Sennebogen, Bagger, Bilder. Ich würde echt mal interessieren, wann Oh die ja. jetzt... Stimmt, die haben diese charakteristischen, verhältnismäßig langen Arme. Hoffentlich guckt Peter nicht zu, der braucht garantiert so einen. Ganz klar, das sind Sennebogenbagger. Sieht man sofort, sehr charakteristisch. Grüne Farbe. Ja, das wäre echt interessant zu wissen, wann die anfangen zu be- und entladen, ne? Ich glaube, das dauert. Oder zu laden und löschen. Was auch immer. Ich glaube, das dauert. Aber sehen möchte ich das auch mal. Mhm. Sag mal, meinst du, wenn man da oben auf der Bleichen ist, dann kann man das noch besser sehen? Mhm. Basti verabschiedet sich auch. Gute Nacht. So, und zum Abschluss jetzt noch mal die Robbe.
Wollen wir das noch mal versuchen hier mit dem Abschluss? Könnten wir. Achtung. Da sind wir. Gleich liegst du im Wasser. Komm, komm, stell dich hinter mich. So, komm, versteck dich. Ja, ihr Lieben, schade, dass ich heute allein hier war. Ja, meine Frau wieder mal nicht existent oder nur so halb hinter mir. Also ich fand es super spannend. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ich finde diesen Spot hier richtig toll. Ich würde mir wünschen, dass wir mal dass wir mal das erwischen, wenn die mal so, ja, jetzt so zum Sommer eigentlich so 17, 18 Uhr, so ein bisschen schönes Licht dabei und dann, dass man nach hinten raus mal darauf warten kann, dass die anfangen zu laden oder zu löschen. Also da hätte ich echt mal Bock drauf. Das habe ich noch nie gesehen. Würde ich sehr, sehr gerne mir mal angucken. Ja, Danke, dass ihr dabei wart wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr alle so zahlreich dabei wart, dass ihr im Chat wieder richtig Attacke gemacht habt und natürlich vielen, vielen Dank für eure ganze Unterstützung für den Kanal mit Spenden, mit Mitgliedschaften, mit Bits und mit Subs. Danke auch für unsere Moderatoren, die heute am kleinen Freitag wieder Nachtschicht hatten. Wieder durchgezockt haben. Ja, und dann hast du noch was? Fällt dir noch was ein? Nö, ich würde mal sagen, bis zum Wochenende, ne? Da kommt ja garantiert wieder irgendwas von uns. Wochenende passiert was, ja. Irgendwann passiert wieder was. Irgendwann gibt es den nächsten Stream. Wann genau, wissen wir nicht. Aber ihr wisst ja, WhatsApp ist auf jeden Fall euer Freund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.